Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments, Leute. So, ich weiß ja nicht, letztes Mal haben wir Kew Gardens, glaube ich, nicht erfolgreich beendet, ne? Ich glaube, wir hatten einen falschen Mörder in Verdacht und das ist ja auch schon lange her, wo ich aufgenommen habe. Und ja, ich würde einfach mal auf Fortfahren, glaube ich, drücken, ne? Und dann schauen wir mal. Hä? Ich dachte, wir waren damit fertig. Waren wir nicht fertig damit? Bin ich gerade so verwirrt? Ich dachte, wir sind damit fertig gewesen mit Kew Gardens. Hä? Okay. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Das ist ein paar Wochen her, sag ich mal, ne? So. Jetzt sind wir hier. Warum? Was ist denn jetzt los? Ja. Weiß nicht, hatten wir das? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Dann nehmen wir einfach mal irgendwas hier. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe gar keinen Blick mehr über den Fall. Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ja. Ich dachte, wir hatten das. Aber ich glaube, wir hatten ein falsches. Ich weiß es nicht mehr. Hatten wir sie? Hatten wir sie? Vielleicht kommt mir bekannt vor, was hier passiert. Weiß ich nicht. Ja, das ist doof, wenn man die letzte. Ich habe nämlich so ganz viel aufgenommen. Ist jetzt lange her. It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining. The deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one. Leute, ich weiß echt nicht mehr, was wir da hatten. Alright. Also ich bin gerade an Jugenddemenz oder so erkrankt. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! Oh Gott. Ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Das ist jetzt aber auch schon wieder Monate her, Leute. I beg you not to do this, Miss Wo White. ich auch nur... Don't come any Das closer. ist schon lange her. Monat, 2? Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Okay. Habe ich's richtig Well gemacht? done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Das kommt mir bekannt vor. You Hatten just wir das saved dann me. gewählt letzte Mal? Ich weiß Or es nicht. worse.
Ja, das Drama. Ist auf jeden Fall richtig. Dann haben wir das Falsche gewählt, oder? Ich dachte, wir hatten das falsch. War ich hier nicht jetzt ausgegangen von... Ja, ey, komm. Machen wir einfach, ist mir jetzt egal. Mit derselben Lösung 92, selbe moralische Entscheidung 77, okay. Ja, tut mir leid, dass das jetzt so komisch ist. Aber jetzt haben wir den nächsten, ist das nicht der letzte Fall auch? Schüsse bei Mondlicht. Das Deduktionssymbol zeigt an, dass sie genügend Hinweise gefunden haben, um einen Verdächtigen zu überführen. Ja, wenn man dann natürlich auch richtig nachdenken wird. Keine Ahnung, wen wir damals genommen haben. Weiß ich nicht. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht mehr, wer da überhaupt alles war. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson, We have. Where to? to the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Well, and forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Interessant. Was ich mich gerade frage, werden wir eigentlich bezahlt für unsere Arbeit? So? Oder finden Sie heraus, wer die Morde in der Half Moon Street verübt hat? Untersuchen Sie den Tatort, reden Sie mit den Zeugen, befragen Sie aus der Polizei Leighton Chapman. Ja, dann... Okay. Ach ja, hier, guck mal hier. Stimmt, wir hatten ja mit so Pflanzen da zu tun. Ist ja interessant. Ich würde aber, bevor ich jetzt irgendwas mache, wir haben doch hier immer so Nachrichten und so. My archive. Nee, hier. Oder? Hatten wir da nicht immer irgendwie sowas? Oder Zeitungsartikel oder so? Hier, Sensation, eine exotische Möglichkeit für einen Mord. Das Arsenal der Kriminellen dürfte bald um giftige Pflanzen erweitert werden. Eine junge und bildhübsche Frau hat zusammen mit ihrem Kollegen in Kew Gardens den schrecklichen Mord am Direktor der Gärten Montague Dunn geplant und ausgeführt. Mit einem Kollegen. Okay. Nur ein einziger Detektiv war in der Lage, die Wahrheit hinter diesem Verbrechen aufzudecken, das zuvor als ein einfacher Herzanfall zu den Akten gelegt worden war. Der Name dieses Detektivs lautet Sherlock Holmes. Natürlich, weil wir sind halt gut in dem, was wir tun. Und da würde ich erstmal direkt sagen, wir reisen jetzt in die Half Moon Street und schauen uns erstmal diesen Tatort an, bevor hier es regnet und die Beweise weggeschwemmt werden, sag ich mal. Schüsse, also anscheinend durch Schüsse sind die Leute gestorben. Ich gehe jetzt mal vom Titel so aus, ne? Das ging auf jeden Fall schnell, die Reise. Ich war gespannt.
Okay. Holmes, poor little Wiggins needs our help. Genau, der braucht unsere Hilfe. Bist du die erste... Was ist das denn? Locked. So, bist du die erste Leiche? Was hat denn? Gott, Jesus. Locked. Locked. So, ich denke mal, wir müssen dann da hinten lang gehen, auch wenn ich das nicht möchte. Locked. Kann sein, dass ihr... Oder da. Oh, oder auch nicht. Hätte sein können. Ich finde das Pferd cool. Können wir mit dem Pferd irgendwie interagieren? Wer bist du denn? Bist du nicht dieser... von irgendeinem Fall, den wir mal hatten oder so? Das sieht so ein bisschen aus. Na, dann gehen wir mal hier in die Half Moon Street. Das ist die, okay. Gott, das ist schon gruselig. Okay, was ist hier hinten? Nichts. Okay, sehr gut. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes. Is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Ach, ihn können wir sogar nicht angucken. Und das ist schon eine sehr ernste Stimmung. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen lauter das Spiel machen, oder? Ich habe das Gefühl, die Musik ist hier vielleicht ein bisschen leise. Okay. Who were the victims? The two men here, both shot. The stout fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Okay. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Okay. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Aber wenn der Dings doch erst nachdem er die Schüsse gehört hat, da reingelaufen ist, dann kann er doch gar nicht sein, oder? Also, oder wie? Oder was? Ja. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ah, yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Alles klar. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Ja, muss nichts heißen. Kann halt trotzdem Constable, sein, dass your statements have been of da great oben value dann to me. jemand war und dann danach das Licht ausgemacht hat. So, also macht meiner Meinung nach Sinn. Ich muss mal eben kurz einen Cut machen. So, da bin ich doch wieder.
Genau. Wir waren dabei jetzt, wollten anfangen, die Leichen zu untersuchen. Oh, warte mal. A fairly Stab. long pole with a forked end. Kann man damit ein Fenster aufmachen? Ich weiß A es fairly nicht. long. Dann untersuchen wir mal hier die erste Leiche. Die Hand. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. Ja, sieht echt nicht so lecker aus, ne? Wenn man dazu sagen kann. Oh, ein Tattoo. A tattoo from Westgate Prison. The Gossi must have done some time there. Ah, vielleicht irgendjemand aus dem Gefängnis oder so, der Rache nehmen wollte oder so. Brian the Gossi suffered greatly. What a terrible way to die. Ist ja doof. Kann man nichts machen, ne? Ist blöd gelaufen, würde ich mal behaupten. Was ist das denn? Also das ist nicht von Interesse, okay. I'm always wondering what's on your mind, Ja, Holmes. das frage ich mich auch. Mr. Holmes, I had no doubt about this case, but now that you are here, Ja, jetzt gibt's Zweifel, wa? Weil ich mache hier immer alles anders. Was ist das denn? Achso, das ist egal. Ein This is an Schlüssel. ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Einfach mal mitnehmen. Alles klar. Muss ich aber ganz dringend los. Und ein Kopfschuss. Oh, das ist ja... The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Das ist mies gelaufen. Ja, sag ich doch, da ist was. Ich habe aber auch ohne meine Spezialfähigkeit. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Könnte so ein Gehstock sein, ne? This shard of wood is quite new. Oder so ein Holzbein, so piratenmäßig. Wisst ihr, was ich meine? Entweder so ein Gehstock hat, wo ist denn dieser Holzstab? Ist hier unten da vielleicht so eine Ecke fairly long. oder so? Dazu so hätte ich jetzt so recht kombiniert. Aber wir müssen halt gucken, wer von unseren Verdächtigen, I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. oh, armer Kleiner, der so einen Krückstock hat. Krückstock, genau. So hieß das. Gehstock. Heißt das auch Gehstock? Good Weiß ich evening, nicht. Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Dann schauen wir uns den erstmal an, ne, bevor ihr hier anfängt zu sprechen. So. Also, was... Hier haben wir schon mal nichts im Gesicht, okay. Orden. Baklava. Kriegsveteran, okay. Baklava, keine Ahnung. Konnte ich nicht lesen, mal zu schnell. Armes Leben, okay. Kein geiles Leben. Aha, braucht Stütze. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window?
I was afraid that the man with the gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the half moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Ja, das hat sich ja schon mal ganz gut angehört, hier, was der uns erzählt hat, ne? Ganz interessant. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall die Folge beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.